Wenn du Deutscher oder Österreicher bist und dir in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein schönes Dividendenaktienportfolio aufgebaut hast, dann träumst du vielleicht davon, dass du irgendwann ins steuergünstige Ausland umziehen und von deinen Dividendenerträgen steuergünstig oder sogar vielleicht steuerfrei leben kannst. Wenn du dich aber näher mit der Materie beschäftigst, dann stellst du fest, dass möglicherweise genau das Gegenteil fällig ist und selbst im steuergünstigen Ausland du noch mehr Steuern auf diese Dividenden bezahlst als in Österreich oder Deutschland. Der Grund: Quellensteuer. Warum das so ist und was man möglicherweise dagegen tun kann, das wollen wir uns einmal in diesem Video anschauen. Die Quellensteuer ist ja eine Steuer, die uns Deutschen oder auch Österreichern gar nicht so im Alltag wirklich bewusst wird. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, du wohnst in Deutschland oder Österreich und hast ein paar Coca-Cola-Aktien. Wenn dir Coca-Cola hier mit schöner Regelmäßigkeit eine Dividende ausschüttet, dann werden hier in den USA 15% Quellensteuer einbehalten. Davon merkst du aber eigentlich gar nichts, denn diese Quellensteuer wird ja auf die österreichische Kapitalertragssteuer und die deutsche Abgeltungssteuer plus Soli angerechnet. In Österreich sind das 27,5%, in Deutschland 26,38%. Der Quellensteuersatz ist im Doppelbesteuerungsabkommen vereinbart, welches Österreich und Deutschland mit den USA abgeschlossen haben. Neben dem DBA mit den USA haben beide Länder natürlich auch mit etlichen anderen Ländern solche Abkommen abgeschlossen, die dann ganz ähnliche Dinge regeln. Nun nehmen wir einmal an, du ziehst nach Dubai um. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es bekanntlich keine Einkommensteuer. Kapitalerträge sind hier auch komplett steuerfrei und du wirst auch in Österreich und in Deutschland dann keine Steuern mehr auf diese Kapitalerträge bezahlen müssen. Vorsicht bitte an die österreichischen Zuschauer und Zuhörer. Du wirst in Österreich eine Wegzugsteuer bezahlen müssen, wenn du Österreich verlässt und ins Ausland umziehst. Diese ist auf die unrealisierten Kapitalerträge zu bezahlen. Also ein Beispiel: Du hast die Aktie für 100 Euro gekauft, 5 Jahre später ziehst du ins Ausland um, die Aktie ist jetzt 300 Euro wert, dann musst du die Differenz 200 Euro in Österreich beim Verlassen Österreichs versteuern. Wiederum mit der Kapitalertragssteuer. In Deutschland gibt es auch eine solche Wegzugsteuer, sie ist aber nur fällig, wenn du zumindest 1% an einer Kapitalgesellschaft im In- oder Ausland beteiligt bist. Das heißt also für Aktien im Streubesitz kein Thema, die Wegzugsteuer in Deutschland. Nun nehmen wir also an, du wohnst in Dubai, du zahlst keine Steuern mehr in Österreich oder Deutschland, aber nun wird in den USA die volle Quellensteuer von 30% fällig, denn die Vereinigten Arabischen Emirate haben mit den USA kein Doppelbesteuerungsabkommen. Hier gilt dann also nicht der reduzierte Quellensteuersatz von 15%, sondern es wird der Standardquellensteuersatz von 30% fällig. Das heißt, du zahlst mehr Steuern auf diese Dividenden, als du in Österreich oder Deutschland Steuern bezahlt hast. Du stehst also finanziell schlechter da. Du hast genau also das Gegenteil von dem erreicht, was du gerne erreichen wolltest, nämlich hier steuergünstig im Ausland zu leben. Ein ganz wichtiger Punkt: Quellensteuer wird nur auf Dividenden fällig. Hast du also Erlöse aus Veräußerungen von Wertpapieren, dann sind diese in der Tat in den USA steuerfrei und wären auch steuerfrei in Dubai. Das heißt, hier würdest du tatsächlich sehr viel an Steuern sparen im Vergleich zu Deutschland und Österreich. Wir reden hier jetzt spezifisch nur über Dividenden. Eine ähnliche Situation wie die in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wir natürlich in sehr vielen anderen Ländern auch. Also Panama, Costa Rica oder wie all die schönen Länder heißen weltweit, wo man steuergünstig leben kann, wo möglicherweise Auslandseinkünfte steuerfrei sind. Die Frage ist also nun, was man tun kann, um solche steuerlichen Negativwirkungen zu vermeiden. Nun, es gibt einige konkrete Lösungen. Natürlich könntest du einfach deine Anlagestrategie umstellen. Du könntest dir sagen: Gut, ich lebe nicht mehr von Dividenden, sondern von Kapitalerträgen. Ich lebe davon, Aktien zu verkaufen und lebe dann von den Veräußerungserlösen. Auch das ist eine Möglichkeit. Diese wären dann, wie gesagt, im Ausland steuerfrei. Es gibt keine Quellensteuer. Eine andere Möglichkeit wäre, dass du Aktien von Unternehmen kaufst, die in Ländern ansässig sind, wo keine Quellensteuer fällig wird. Beispiel wäre zum Beispiel der UK.
Im UK gibt es grundsätzlich keine Quellensteuer. Hast du also Aktien von britischen Unternehmen, die zum Beispiel in London gelistet sind, und da gibt es ja einige interessante Unternehmen, wie zum Beispiel Shell oder auch BP, dann werden hier tatsächlich keine Quellensteuern fällig und das ganze Problem Quellensteuer hast du nicht, egal wo du lebst, weltweit. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass du in ein Land umziehst, das Doppelbesteuerungsabkommen hat, das aber generell steuergünstig ist. Gutes Beispiel hier zum Beispiel die Schweiz. Die Schweiz hat ja bekanntlich sehr viele Doppelbesteuerungsabkommen. In der Schweiz werden Dividenden grundsätzlich mit dem normalen Einkommensteuersatz besteuert. Dieser ist vielfach sehr gering. In etlichen Kantonen, in etlichen Gemeinden zahlst du auch zum Beispiel bei Einkünften im sechsstelligen Bereich 100.000, 150.000 weniger als 10% Steuern. Nehmen wir mal das Beispiel an mit der Coca-Cola-Aktie. Hier würden wiederum 15% Quellensteuer in den USA fällig werden. In der Schweiz wird aber dann keine weitere Steuer auf diese Dividenden fällig, denn du hast ja schon 15% in den USA bezahlt. Die Schweizer Steuer, die vielfach geringer sein wird als die 15%, wirkt sich hier also nicht mehr aus. So hättest du im Vergleich zu einem deutschen oder österreichischen Wohnsitz immer noch eine leichte Ersparnis. Du zahlst also nun 15% Quellensteuer, aber nicht mehr 26,38% oder 27,5% wie in Österreich. Man kann das Ganze auch noch weiterspinnen. Länder zum Beispiel wie Malta oder auch Zypern haben auch etliche Doppelbesteuerungsabkommen und hier sind ja Dividenden unter Umständen komplett steuerfrei. Nehmen wir zum Beispiel an, du wohnst in Zypern mit dem Non-Dom-Status, dann zahlst du auf Dividenden überhaupt keine Steuern. Auch hier muss man natürlich sagen, dass dir das aufgrund der Quellensteuern nicht wirklich viel bringt. Das heißt, du kannst die Quellensteuer nicht eliminieren, dadurch, dass du in Zypern keine Steuern bezahlst. Aber auch hier würdest du lediglich dann eben die Quellensteuer bezahlen. In unserem Beispiel 15%. Richtig interessant wäre es natürlich dann, wenn du in Zypern lebst und zum Beispiel Dividenden aus UK bekommst. Die sind dann eben komplett steuerfrei. Ähnliches wäre zum Beispiel auch in Malta möglich. Und in Zypern musst du mit dem Non-Dom-Status dich nur 60 Tage im Jahr aufhalten, damit du hier unbeschränkt steuerpflichtig bist und auch ein Ansässigkeitszertifikat bekommst, was du ja möglicherweise für die Anrechnung der Quellensteuer benötigst. Und danach kannst du dann durch die Welt reisen oder dich sonst irgendwo anders aufhalten, ohne natürlich dann dort eine Steuerpflicht auszulösen. Das ist wichtig. Ebenfalls hier muss man noch anbringen, dass jedes einzelne Doppelbesteuerungsabkommen auch individuell verhandelt wurde und zum Teil individuelle Konditionen hat. Und hier ist das Handling der Quellensteuer zum Teil auch anders gehandhabt. Hier könnte es zum Beispiel sein, dass im Sitzstaat des Emittenten die volle Quellensteuer abgezogen wird und du musst dich dann um eine Erstattung der Quellensteuer kümmern beziehungsweise um eine Teilerstattung gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen. Ich kann dir gleich sagen, dass dieses Vorhaben dich möglicherweise zur Verzweiflung treiben wird und sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und vielfach überhaupt nicht von Erfolg gekrönt ist. Hiermit muss man sich also detailliert befassen, wenn man ins Ausland umzieht. Hier muss man sich steuerlich beraten lassen durch deinen Steuerberater und Rechtsanwalt, der dir wirklich sagen kann, was die steuerlichen Konsequenzen dieses Umzuges im Hinblick auf die Quellensteuer wären. Wenn du jetzt ein sehr großes Portfolio hast, dann eignen sich möglicherweise auch komplexere Strukturen. Man könnte zum Beispiel über ein Family Office nachdenken oder auch eine Stiftung in Liechtenstein. Auch diese können dann bei richtiger Gestaltung von Doppelbesteuerungsabkommen profitieren. Und hier wärst du dann vielfach frei, wo du deinen Wohnsitz hast. Denn zum Beispiel ein Family Office in Singapur oder eine Stiftung in Liechtenstein kann ja wiederum an dich ohne Quellensteuer ausschütten. Das heißt, die Stiftung oder aber das Family Office profitiert hier von Doppelbesteuerungsabkommen und wo du dann wirklich bist, spielt dann eigentlich keine Rolle mehr. Natürlich, auch hier sind viele Dinge zu beachten. So dürfen diese Strukturen natürlich keine Briefkastengesellschaften sein. Ja, also das ist nicht so einfach, wie es vielleicht auf dem Papier klingt. Manche denken ja, okay, ich gründe einfach eine Holding auf Zypern, die macht dann meine Kapitalanlagen und damit kann ich von den DBAs profitieren. Es ist eben auch zwischen den Ländern vielfach geregelt, wann man überhaupt quellensteuerabzugsberechtigt ist. Und man hat hier tatsächlich auch Vorkehrungen getroffen, dass hier eine allzu einfache Steueroptimierung leider nicht möglich ist. Daher würde ich meinen, dass für die meisten Zuschauer und Zuhörer wohl eher die anderen Maßnahmen hier in Frage kommen, die wir besprochen haben. Möglicherweise in ein anderes Land umziehen, möglicherweise in Aktien investieren, wo keine Quellensteuer abgezogen werden oder auch einfach deine Anlagestrategie zu ändern, weg von Dividenden auf Veräußerungserlöse oder eben auch Zinsen. Du siehst also, es ist leider nicht so einfach, wie man sich das oft so wünscht. Auch harmlose Dividendenaktien können zu allen möglichen steuerlichen Komplikationen führen.
führen. Hier ist es also wichtig, dass du dich gut von deinem Steuerberater und Rechtsanwalt beraten lässt, weil tatsächlich können die finanziellen Konsequenzen immens sein. Wenn du vorhast, ins Ausland umzuziehen und steuerlich dich optimiert aufzustellen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir beraten seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimiert aufzustellen, Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.